Ich bin dein Ich bin dein Vater. Heute geht es um das Thema, was Star Wars mit Jesus zu tun hat. Bevor wir anfangen, kannst du uns gerne abonnieren, stell die Glocke an, dann wirst du immer benachrichtigt, wenn die ganzen Videos online kommen. Nice! Im Moment ist Star Wars 9 in den Kinos. Offiziell ist das wohl die letzte Episode. Star Wars ist inzwischen mehr als 40 Jahre alt. Die erste Episode kam 1977 raus. Star Wars besteht aus 3 Trilogien. Die Originaltrilogie mit Luke Skywalker, Han Solo, Leia und Darth Vader wurde als erstes verfilmt. Allerdings liegen sie in der Zeitlinie in der Mitte. Also wurde Episode 4, 5 und 6 als erstes gedreht. Cringe. Die 3 Teile, wie alles begann mit Anakin Skywalker und Obi-Wan Kenobi, wurden dann nachgedreht. Und jetzt zum Schluss die Episode 7, 8 und 9 mit einer Frau als Heldin, nämlich Rey. Ban. Spaß. Oh, wisst ihr, was mir auffällt? Oh, sorry. Simon? Die heißt ja Rey, ne? Und der Böse heißt Ben und das ist ja Ray-Ban. Oh mein Gott! Star Wars gehört zu den erfolgreichsten Filmen der Welt. Insgesamt wurden bis heute mehr als 10 Milliarden Dollar umgesetzt. Der Kern von der ganzen Geschichte ist der Kampf zwischen Gut und Böse. Der Kampf zwischen der hellen Macht und der dunklen Seite der Macht. Die Jedi stehen für die gute Macht. Ich finde ja persönlich den Yoda am coolsten. Ich meine, der ist knuffig, schnell, süß, sportlich. Die gute Macht steht für den Frieden, Freiheit und das Leben ganz im Allgemeinen. Und die dunkle Seite, das ist das Imperium. Die Bösen halt, ist ja klar. Die stehen für den Krieg, Unterdrückung und Diktatur. Mein Vater versteht irgendwie die ganze Sache nicht. Hab ich am Anfang auch nicht, aber ja, ist ja auch egal. Er kriegt allerdings auch schon die Reihenfolge nicht wirklich gebacken. Dabei geht es eigentlich die ganze Zeit um das geistliche Bild unserer Welt. In der geistlichen Welt haben wir auch die Guten und die Bösen. Gott ist der Gute, der Friede und Freiheit für seine Kinder will. Der Teufel allerdings will für die Menschen was ganz anderes. Und auf beiden Seiten gibt es eine ganze Reihe Mitarbeiter oder Kämpfer. Die Dämonen auf der dunklen Seite und die Engel und wir Christen auf der hellen Seite. Dieser Kampf ist laut Bibel schon uralt. Lange bevor es die Menschen gegeben hat, gab es einen Krieg im Himmel. Das könnt ihr in der Offenbarung Kapitel 12 ab Vers 7 nachlesen. Aber die Frage ist ja, was wir als Christen von Star Wars lernen. Erstmal können wir sehen, welche Mittel der Teufel einsetzt, um uns von Gottes Weg abzubringen. In den ersten 3 Episoden um Anakin Skywalker benutzt der Imperator vor allem Stolz. Anakin bekommt immer wieder gesagt, welch ein besonderer Held er ist und dass er über allen anderen steht. Das machte die Tür zu Anakin schon ziemlich weit auf. Aber so richtig gewinnt der Imperator ihn dadurch, dass er ihm zeigt, dass seine Frau sterben wird. Anakin versucht, die Kontrolle über Leben und Tod zu bekommen und dadurch seine Frau zu retten. Also gerade dann, wenn die Umstände in unserem Leben besonders schwierig sind, sollen wir uns nicht von Gott abwenden und versuchen, irgendwie die Kontrolle zu übernehmen. Nur wenn wir die Kontrolle Gott überlassen, kann er uns nach seinem Plan führen. Außerdem ist es so, dass die Jedi immer ein großes Problem bekommen, wenn sie sich von Wut und Hass leiten lassen. Genauso ist es letztlich auch bei uns. Wenn wir Wut, Hass oder irgendeine andere miese Sache in unserem Herz lassen, schmeißen wir Jesus raus. Natürlich, manchmal nicht. Wir gucken nur noch auf uns selbst und der Teufel hat wieder mal gewonnen. Aber wenn wir Jesus treu bleiben, alle aufkommenden miesen Sachen immer alle wieder an ihn abgeben, dann bleibt Jesus der Sieger. Aber das Interessanteste, was wir an Star Wars lernen können, ist das hier. Je größer das Potenzial, desto größer die Angriffe. Anakin war der auserwählte Jedi. Die Jedi haben gehofft, dass er die Welt von der dunklen Seite befreit. Und natürlich war er die Nummer 1 auf der Liste des Imperators. Luke Skywalker und Leia waren dann anschließend die Top-Ziele der dunklen Seite. Denn sie sollen mit ihrer Kraft das Imperium besiegen. Und schließlich sind die Ziele in den letzten 3 Teilen Rey und der Sohn von Han Solo, Ben. Rey, Ben. Also wenn du manchmal denkst, dass du ganz schön in der Schusslinie bist, dann solltest du echt mal nachdenken.
Vielleicht hast du deswegen so viele Probleme, weil der Teufel so viel zu verlieren hat. Für Jesus bist du extrem wertvoll, für Jesus bist du unglaublich wichtig. Und genau deswegen kommt die Versuchung vielleicht bei dir öfter um die Ecke als bei anderen. Die gute Nachricht ist, dass die gute Seite immer gewinnt. Jesus hat am Kreuz ein für alle Mal die böse Seite besiegt. So wie im 1. Korintherbrief steht, der Tod ist vernichtet, der Sieg ist vollkommen. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist deine Macht? Das klingt irgendwie übel wie so ein Gedicht. Ne? Möge die Macht mit dir sein.